Kannst du mir nicht sagen, worum es geht? Jessica hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Kim, ich habe gelogen. Ich bin nicht in Leonie verliebt. Verdammt nochmal, ich liebe dich. Geh nie wieder weg, okay? Ich habe was geträumt. Wir waren zusammen im Bett und es war einfach so wunderschön mit dir. Und dann bin ich gerade aufgewacht und mir ist eingefallen, das war ja gar kein Traum. Es ist wirklich passiert. Wir sind jetzt zusammen und du hast mir versprochen, mich nie wieder alleine zu lassen. Emilio? Das sind ja nur Zahlen. Die sind aus der Aussagekräfte. Jessica, ich habe Ihnen gesagt, dass ich für die Besprechung die gesamten Texte brauche. Wo sind die Analysen? 21, 22. Ich bin nicht fertig geworden. Das ist die erste ehrliche Antwort heute. Jetzt bin ich auch mal ehrlich zu Ihnen. Es gibt Assistentinnen wie Sand am Meer. Sogar solche, die doppelt so schnell tippen wie Sie, ohne Rechtschreibfehler. Frau von Lanschen. Ohne Wortfindungsschwierigkeiten. Aber es war nur... Es war meine Schuld. Jessica hat mir am Computer geholfen. Ich wäre sonst ganz schön in die Bredouille gekommen. Das ist ja schön für dich, Helena. Dumm nur, dass sie für mich arbeitet. Jetzt reg dich nicht so auf. Wenn unser Server abstürzt, hast du genauso ein Problem wie ich. Ich verspreche, es kommt nie wieder vor. Hoffentlich. Und du such dir eine eigene Assistentin. Es ist nicht mein Problem, wenn du zu dämlich bist, einen Computer zu bedienen. Und jetzt haust du ab? Soll ich gar nicht auf Knien durch die Firma robben und mich bedanken? Nein. Und warum verteidigst du mich dann? Hast du vergessen, dass wir uns nicht leiden können? Tanja finde ich eben noch schlimmer. Hey. Ging nicht schneller, sorry. Kein Problem, wollen wir los? Ja, du bist aber eilig. Seit wann seid ihr denn so dicke miteinander? Das wüsste ich auch gern. Was sollte der Scheiß schon wieder? Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür. Oder machst du das immer abhauen, wenn die Nummer fertig ist? Hey, Prinzessin, so ein Quatsch. Das mit uns beiden ist etwas Besonderes. Und ich liebe dich. Aber ich wollte einfach nicht, dass dein Vater uns erwischt. Der soll die Füße stillhalten. Ich bin 18 und ich entscheide, mit wem ich zusammen bin. Ich glaube, das sieht er etwas anders. Das ist doch scheißegal. Und außerdem, seit wann interessiert dich das, was mein Vater über uns denkt? Du, ich muss jetzt dringend meinen Bus kriegen. Lass uns später einfach weiter quatschen, okay? Ja, gut, aber das kommt nicht noch mal vor, okay? Was? Ja, dass du dich heimlich nach dem Sex verdrückst. Versprochen. Also, ciao, Prinzessin. Und eins noch. Ja? Ich liebe dich und ich bin total glücklich mit dir. Das gefällt mir. Damit könnte man bei Bedarf den Showbereich leicht um ein Drittel erweitern. Für die Durchführung haben wir übrigens Partnerbau angefragt, aber wir haben momentan schlicht und einfach keine Kapazitäten. Das ist nicht schlimm. Mit Herrn Zaun.
hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Und du willst die Durchführung ganz alleine begleiten? Ist dein Terminkalender nicht ohnehin schon voll? Ich könnte einspringen. Ich habe im Augenblick wohl die meiste Zeit. Danke, das ist nicht nötig. Und sollte ich einmal verhindert sein, haben wir ja noch eine zweite Geschäftsführerin. Ja, genau, das bin ich. Du kannst dich auf mich verlassen, Elisabeth. Ach, und Clarissa, falls du nichts mit deiner Zeit anzufangen weißt, die Leiterin unserer Putzkolonne hat gekündigt. Ich könnte mal mit der Personalabteilung sprechen. Tanja, Naja, also wenn einer weiß, wie man feucht durchwischt, dann sie. Ich schäme mich nicht dafür, dass meine Mutter Putzfrau war, falls du das meinst. Du lässt ja auch keine Gelegenheit aus, dir die Finger schmutzig zu machen. Du hast sie erzählt. Was habe ich? Wem? Helena, du hast dir von meiner Legasthenie erzählt. Hä, es kann sein, dass ich da was angedeutet habe. Angedeutet? Ich fass es nicht. Was hatten wir ausgemacht? Und Jessica, Helena ist meine Freundin. Ich kann sie doch nicht ständig anlügen. Mich zu verraten war anscheinend kein Problem. Sie wird niemandem was sagen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Daniel, wie konntest du nur? Jetzt hat sie doch nur einen Grund mehr, mich anzugucken, als wäre ich nichts. Das ist Quatsch. Sowas tut sie nicht. Doch, das tut sie. Guck mal, ich habe dir die Übungen mitgebracht. Und wenn du willst, dann helfe ich dir gleich. Schick dir deine Übungen sonst wohin. Jessica, Na dann, lasse ich euch doch mal alleine, damit ihr euch zusammen über mich kaputt lachen könnt, über die Behinderte, die nicht richtig lesen und schreiben kann, ne? Habe ich was verpasst? Das Leben ist so schön. Magst du? Ich habe was verpasst. Glasiger Blick, leichte Verwirrtheit, kein Appetit. Bist du etwa krank? Nein, im Gegenteil. Verliebt. Ein Schmalspur-Casanova wie du ist doch jede Woche in eine andere verliebt. Das ist vorbei. Ich will nur Kim. Na klar. Weil sie nicht nur hübsch ist, sondern auch noch zufällig was auf dem Konto hat. Sie sind echt verdammt arm dran, wenn Sie glauben, dass Ihre Tochter nicht mehr zu bieten hat als das. Wir werden heiraten, ob es ihm passt oder nicht. Heiraten? Du und dieser... Emilio, Papa. Er heißt Emilio. Aber du kennst ihn doch kaum. Aber ich will mit ihm zusammenbleiben. Und zwar für immer. Für immer. Du, für immer kann ziemlich lang sein. Und vor ein paar Stunden, da wolltest du ihn eigentlich kaum noch sehen. Ja, da wusste er eben noch nicht so, was er will. Ach, und jetzt weiß er es plötzlich? Der Kerl wird mir immer sympathischer. Wir gehören einfach zusammen. Dir ist schon klar, dass ich noch nicht mal einen einzigen Satz mit deinem zukünftigen Ehemann gewechselt habe. Wenn du willst, kann ich ihn heute Abend einladen. Mindestens. Kein Abendessen, kein Traualtar. Ich bin 18. Ich weiß das. Aber hier geht es um eine Hochzeit. Das ist für immer. Ja, ich weiß. Du weißt, was das für deine Familie bedeutet. Halten Sie meine Familie daraus. Die haben damit gar nichts zu tun. Das ist eine Nummer zwischen uns beiden. Jetzt nicht mehr. Ich hab dich gewarnt. Du wolltest nicht hören. Ich will nichts von Kims Erbe. Es ist mir scheißegal, ob sie Kohle hat oder nicht. Wir können gerne einen Ehevertrag aufsetzen. Alles, was ich will, ist Kim. Na klar. Wegen der Aufenthaltsgenehmigung. Du brauchst meine Tochter für eine Scheinehe, damit du beschissener Köter in Deutschland bleiben darfst. Das ist ja genau das, was sich ein Vater für seine Tochter wünscht. Bitte, Herr von Lahnstein, Raus hier. Ganz schnell. Aber ich liebe Kim wirklich. Raus hier, ehe ich mich vergesse!
mal über mein Angebot mit der Putzkolonne nachgedacht? Du suchst doch eine sinnvolle Beschäftigung. Danke, aber die Zeit wird wie im Flug vergehen, bis ich wieder Geschäftsführerin in meiner Firma bin. Was machst du eigentlich hier? Kriech einfach in das Loch zurück, aus dem du gekommen bist. Ich werde nicht mit ansehen, wie du meine Enkelkinder ins Gefängnis bringst. Den Gefallen werde ich dir nicht tun. Ah, verstehe. Du bist hier, um dich um deine Jungen zu kümmern. Rührselig, dein Mutterinstinkt, eher Großmutterinstinkt, hm? Meine Enkelkinder lieben mich wenigstens. Was soll denn das heißen? Noch weiß deine Tochter nicht, dass ihre Mutter eine psychopathische Mörderin ist. Aber eines Tages werde ich ihr alles erzählen. Und dann hattest du eine Tochter. Alles zu seiner Zeit. Erstmal werde ich jetzt dafür sorgen, dass deine liebe Familie in den Knast wandert. Weißt du, wenn es nach mir geht, würde dein lieber kleiner Timo-Engel eine halbe Ewigkeit im Knast sitzen. Ups, es geht ja nach mir. Das Blatt kann sie schnell wenden. Venezuela. Ja, was weiß ich, wie der hier rübergekommen ist. Wahrscheinlich auf irgendeinem Bananendampfer. Ja, also jedenfalls hat er eine Weile auf Mallorca gelebt. Jetzt ist er hier in Düsseldorf. Sagen Sie mal, haben Sie was an den Ohren? Mir geht's nicht um eine Aufenthaltsgenehmigung. Ich will wissen, was ich tun muss, um den Kerl wieder dahin zurückzuschicken, wo er hergekommen ist. Elisabeth? Hat Clarissa sich nochmal mit Ludwig getroffen? Was? Du hast mich schon verstanden. Warum sollten die beiden sich treffen? Ludwig ist mein Mann, also was soll die Frage? Ganz einfach. Clarissa will zurück in den Chefsessel und sie weiß, dass der Weg dorthin über Ludwig führt. Ob er verheiratet ist oder nicht, das ist ihr doch egal. Komm schon, du bist mit dem zweiten Grafen verheiratet. Du weißt doch, wie das läuft. Was wollen Sie damit sagen? Dass ihr euch gar nicht so unähnlich seid. Sie nimmt sich auch immer die Männer, die ihr nützlich sind. Bei mir ging es immer um Liebe, nicht um Kalkül. Weiß Arno das? Den habt ihr beide sitzen lassen. Sie für Christoph von Anstetten. Übrigens aus purer Machtgier. Und aus demselben Grund will sie Ludwig. Früher hatte sie noch so ein bisschen Geschmack, aber gut. Tanja, ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie sich um die Firma kümmern würden. Ludwig und ich, wir kommen schon zurecht. Elisabeth, vergiss nie, wenn sie etwas will, geht sie über Leichen. Ich habe noch wichtige Fragen mit dem Bauleiter zu klären. Lieber Ludwig, ich möchte mich noch einmal persönlich bei dir für das gemeinsame Essen und deinen liebevollen Beistand bedanken. Es gibt nicht viele Menschen, mit denen ich mich so vertrauensvoll austauschen kann. Darum würde ich mich sehr freuen, wenn wir das bald einmal wiederholen könnten. Herzlich, Clarissa. Du bist echt das Allerletzte. Und außerdem ist Emilio kein Schmarotzer. Nein, das habe ich auch nur so gesagt. Ich weiß doch, dass du den Jungen magst. Ich will ihn heiraten, weil ich ihn liebe. Und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn bei den Behörden anzuzeigen. Nein, es ist doch noch gar nichts passiert. Nichts passiert? Ich habe doch gerade mitbekommen, wie du mit denen telefoniert hast. Du willst, dass er abgeschoben wird. Und ich ihn nie wiedersehe. Kannst du dich vielleicht mal in meine Lage versetzen? Du bist meine Tochter. Ich will, dass du glücklich wirst. Ich bin glücklich. Ich bin so glücklich wie noch nie. Und zwar mit Emilio. Verdammt noch mal, das kann doch nicht wahr sein. Der Kerl ist ein Verlierer. Und das wird er immer bleiben. Du kapierst gar nichts. Schön. Sagen wir mal so, er ist halt einfach nichts für dich. Der hat gar nicht dein Niveau. Du solltest dir mal zuhören. Hör zu, der kommt aus irgendwelchen Slums, meinetwegen in Caracas und lernt hier ein Mädchen kennen, das auf einem Schloss wohnt. Natürlich hat der Dollarzeichen in den Augen. Du schließt immer nur von dir auf andere. Emilio ist anders. Kim, er wird dir wehtun. Früher oder später, und zwar sehr. Ich würde das einfach gerne ersparen. Nicht jeder Kerl geht mit Frauen so um wie du. Mein Gott.
Nochmal, der braucht eine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Scheinehe ist einfach der kürzeste Weg dahin. Du kannst es einfach nicht ertragen, dass andere glücklich sind, oder? Weil du es nämlich nicht bist. So, und jetzt reicht's mir. Du bist eine Lahnstein, du bist meine Tochter. Kapier das endlich. Ich lass nicht zu, dass du dich an irgend so einen dahergelaufenen Landstreicher wegwirfst. Jetzt hör mir mal gut zu. Und was ich jetzt sage, das meine ich ernst. Wenn du Emilio an die Bullen verrätst, dann war's das mit uns. Und zwar für immer. Sie laden meinen Mann zum Essen ein? Ich verstehe nicht. Hören Sie auf mit dem Theater. Ich habe den Brief gelesen. Sie spionieren mir hinterher. Er lag direkt vor meinen Füßen, also. Ja, das ist mir jetzt unangenehm. Nicht wegen des Essens, aber das war alles völlig harmlos. Was Sie nicht sagen. Ludwig hatte mich gebeten, Ihnen nichts zu sagen. Sie können vielleicht etwas in den falschen Hals bekommen. Da hat er recht. Es gibt wirklich keinen Grund, sich aufzuregen. Ludwig und ich. Ludwig und Sie? Es gibt kein Ludwig und Sie. Natürlich nicht. Ich warne Sie, überspannen Sie den Bogen nicht. Billiger ging nicht. Ludwig von Lahnstein hier. Ich kann Ihr Telefonat im Moment leider nicht entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Ich bin's, Clarissa. Ihre Frau hat gerade einen Brief gefunden, den ich an Sie geschrieben habe. Es ging um unser Essen. Ach, das ist mir jetzt fürchterlich peinlich. Ich hoffe, sie hat das nicht falsch verstanden. Tanja hat Jessica fertig gemacht, weil sie irgendwelche Texte nicht rechtzeitig abgeliefert hat. Und da habe ich sie in Schutz genommen. Und dann sagst du ausgerechnet, dass sie dir beim Computerproblem geholfen hat? Ja, mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Ich wollte nur nett sein. Mann, ich habe ihr versprochen, niemandem von ihrer Legasthenie zu erzählen. Kein Wunder, dass sie sich verraten fühlt. Christian. Stören wir euch? Nee. Tristan hat uns auf eine Club-Eröffnung eingeladen und jetzt warten wir noch auf Andi. Ey, cool, wir waren schon ewig nicht mehr richtig tanzen. Ja, dann kommt doch einfach mit. Ich kann Tristan anrufen, der schreibt euch auf die Gästeliste. Warum nicht? Vielleicht spielen die ja für Herzkranke auch Walzer und so. Ich versorge euch ja mit meiner schlechten Laune nur den Abend. Ach, Jessica, das wäre doch nicht das erste Mal. Und wir haben es überlebt. Hey. Kommt, Leute, wenn wir noch länger rumtrödeln, ist der Tisch weg. Ja, es wird sowieso eng. Wir kommen nämlich mit. Ich zieh mich schnell um. Weißt du was? Zieh dich doch schnell um, wir warten hier auf dich. Der erste Cocktail, der geht auch auf mich. Hm? Na los, ohne dich macht's eh nur halb so viel Spaß. Kim ist der absolute Wahnsinn. Für die Frau würde ich töten, das schwöre ich dir. Die ist so besonders. Dich hat's ja richtig erwischt, hä? Aber so wie es gerade aussieht, hetzt ihr Vater mir jetzt die Bullen auf den Hals. Und nicht nur das. Du musst Kim endlich sagen, dass ihr Vater deine Familie bedroht. Warum? Damit sie ihren Vater zur Rede stellt und der ernst macht? In meiner Familie geht es beschissen genug. Und jetzt? Arschkarte jetzt. Die Sache ist gelaufen, das Ding ist durch. Das heißt, du willst aufgeben? So, Ruhe jetzt. Ich habe eine schlechte, eine gute und eine peinliche Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die schlechte. Mein Vater weiß, dass du illegal in Deutschland bist. Frag mich nicht, woher, ich habe keine Ahnung. Ja, er wollte das bei den Behörden melden, aber jetzt kommt die gute. Ich habe zu ihm gesagt, wenn er das tut, dann sieht er mich nie wieder. Und mehr hat er nicht gesagt? Du meinst, er lässt die ganze Sache einfach so auf sich beruhen?
Ja, mein Vater lässt gerne mal den strengen Daddy raus. Aber das ist alles nur Show. Er würde nie die Beziehung zu mir aufs Spiel setzen. Tja, toll. Und ich würde jetzt gern noch die peinliche Nachricht hören. Mein anderer Vater, der will dich kennenlernen. Ja, er will, dass du mal zum Essen vorbeikommst. Nee. Ist das nicht schön? Die Begeisterung zieht hohe Wellen. Hey, mach dir keine Sorgen, die sind wirklich total cool drauf. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder weiter. Bis später, Jungs. Meinst du, der hält die Füße still? Das wäre eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ihre Frau hat gerade einen Brief gefunden, den ich an Sie geschrieben habe. Es ging um unser Essen. Oh, das ist mir jetzt fürchterlich peinlich. Ich hoffe, sie hat das nicht falsch verstanden. Du hast dich hinter meinem Rücken mit ihr getroffen. Ja, ich habe mit Clarissa gegessen. Das ist ja wohl nicht strafbar, oder? Warum hast du mir nichts davon erzählt? Du hast einen Geschäftstermin vorgeschoben. Und seit wann duzt ihr euch? Gar nicht. Ich habe dir davon nichts erzählt, weil ich exakt diese Auseinandersetzung vermeiden wollte. Weil du dich hinter irgendwelchen paranoiden Erst Verschwörungstheorien... lügst du mich an und jetzt nennst du mich auch noch paranoid? Elisabeth, entschuldige, aber du musst zugeben, es ist nicht einfach, mit dir über Clarissa zu reden. Ja, das hat seine Gründe und die kennst du. Sie war verzweifelt wegen des bevorstehenden Prozesses ihres Enkels. Und sie hatte niemanden, mit dem sie sprechen konnte. Die Ärmste hatte niemanden zum Reden. Ja, warum wohl? Das war doch alles nur ein Vorwand. Elisabeth, ich bitte dich. Alleine die Tatsache, dass du mir euer Treffen verschwiegen hast, das spielt ihr doch schon in die Hände. Dass du hinter jeder ihrer Aktion eine Intrige siehst. Weil diese Frau das Wort Intrige erfunden hat. Prima. Wir haben einen handfesten Streit. Und ich wette, genau das war ihre Absicht. Doch, sie will einen Keil zwischen uns treiben. Und ich hätte sie nie in dieses Haus lassen dürfen. Clarissa kann uns nichts anhaben. Stimmt. Weil ich das nämlich verhindern werde. Hallo, können Sie nicht ab? Hallo, Frau von Anstetten, ich habe Sie gar nicht erkannt. Tut mir leid. Ich war wohl in Gedanken. Hoffentlich haben Sie nicht wehgetan. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ja, es gibt Tage, da läuft alles schief. Da sollte man lieber im Bett bleiben, ne? Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja. Ich glaube, das gehört hier Ihnen. Nicht auszudenken, wer diese verloren hatte. Tragst du immer so viel Geld bei sich? Gottes Willen, naja. Ich muss gleich noch ein paar Lieferanten auszahlen. Momentan hätte es gerne bar. Danke, sehr freundlich. Das hat er wirklich gemacht? Neidisch? Aber schon komisch, jetzt haben wir ziemlich viel gemeinsam. Ach, guck nicht so. Das mit Emilio und mir, das ist nicht so wie bei euch. Außerdem glaube ich, dass Emilio jetzt zum ersten Mal erst richtig verknallt ist. Meinst du echt? Und außerdem war Emilio nur mein Zweitbester. Oh, du lügst. Das war wie Fliegen. Oh, als ob die Welt da draußen überhaupt nicht existiert. Es gab nur noch uns beide. Oh, sowas Unglaubliches habe ich noch nie erlebt. Also wenn wir erstmal verheiratet sind, dann sehen wir uns jeden Tag und jede Nacht. Und wir bleiben für immer zusammen. Vielleicht hat ja unser lieber Graf Zahl mitbekommen, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, irgendwas zu machen. Also, falls du einen Trauzeugen brauchst, ich würde mich gerne zur Verfügung stellen. Ich würde dir sogar die Nase pudern. Ich glaube, das brauchst du nicht. Ich muss jetzt los. Na gut, dann hau rein. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich mich mit der Heirat beeilen. Weil wenn ich erstmal im Gefängnis bin und... Komm jetzt. Hey, positiv denken, hm? Genau. Positiv denken. Dir einen schönen Abend. Tu dir auch.
Emilio Sanchez? Ja? Hey, was soll denn das? Hey! Scheint ja eine echt nette Truppe zu sein, deine Familie. Und eure Hütte, so bequem. Schade, dass sie demnächst abgerissen wird. Für so ein blödes Einkaufscenter. Was soll denn das jetzt? Davon kann sich deine Sippe was wirklich Nettes kaufen. Mitten in Caracas. Balkon, Meerblick. Und du bekommst von mir noch mal genau dieselbe Summe, sobald ich von dir eine Postkarte im Briefkasten hab. Und irgendeinem netten Ort auf der Welt. Muss nur außerhalb Europas sein. Das ist ja wohl mehr, als jemand wie du erwarten kann, findest du nicht? Was wollen Sie von mir? Dass du meiner Tochter klar machst, dass sie viel zu gut ist für dich. Was guckst du so? Du siehst aus wie jemand, der genau weiß, wie man eine Frau für immer los wird. Also, lass deine Fantasie mal ein bisschen spielen. Ich denke, wir haben uns verstanden. Ja, hier ist Emilio. Ja, ich weiß, ich habe mich länger nicht gemeldet, aber könntest du mir einen Gefallen tun? Cooler Laden. Auf jeden Fall. Hier, ohne Elenas Beziehung wären wir hier gar nicht reingekommen. Du kriegst also keinen Zacken aus der Krone, wenn du dich wenigstens bedankst. Sowas brauchen wir auch. Frauen an der Stange kannst du vergessen. Komm, ich will tanzen. Ich glaube, ich brauche erst einen Drink. Okay. Ich weiß ja nicht, warum du hier bist, aber ich bin hier, um richtig Party zu machen. Ich glaube, du bist hier, weil ich so nett war, dich mitzuschleifen, obwohl du noch nicht mal auf der Gästeliste standest. Süße, wenn ich in den Club rein will, dann komme ich auch rein. Und dazu brauche ich keine Gästeliste. Hier, Baby. Tschüss. Coole Musik, ne? Hm? Ja? Geile Schnitten. Party!
Ist sie weg? Okay, das war's. Kannst dich wieder anziehen. Das wird sie dir nicht verzeihen? Ich mir auch nicht. Sie haben Glück, Gräfin Anstetten. Das ist die letzte Portion unseres Desserts. Das ist kein Glück, mein Lieber. Das ist eine Tatsache. Ich bekomme immer, was ich will. Bon Appetit. Hoffentlich hat ihn niemand gesehen. Machen Sie sich locker. Sie sind mein Bauleiter, es ist ziemlich normal, dass wir miteinander sprechen. Auch nach Feierabend. Ich hoffe, das bringt Ihre Mitarbeiter nicht auf komische Gedanken. Oh, bitte. Ich will die Fotos sehen. Schön. Sehr gut. Wenn jemals rauskommt, auf was ich mich hier eingelassen habe. Wird es schon nicht. Ja, hoffentlich. Alles andere wäre eine Katastrophe. Können Sie vielleicht mal aufhören zu jammern? Sie machen das Ganze ja nicht umsonst. Und was ist das Geld? Moment mal, das ist aber nur die Hälfte von dem, was... Die andere Hälfte bekommen Sie, sobald ich mein Ziel erreicht habe. Aber... Sie kriegen das restliche Geld, sobald Clarissa von der Bildfläche verschwunden ist. Sowas lernt man nicht in der Uni, ne? Ich hab's nicht nötig, mich zum Sexobjekt zu machen. Nicht nötig? Helena, du bist so sexy wie ein Toastbrot. Hast du gesehen, wie Daniel mich angeguckt hat? Es ist ein Wunder, dass ihm bei einer Spaßbremse wie dir nicht die Füße einschlafen. Oder andere Körperteile. Du kannst vielleicht lesen, aber sonst nichts. Und? Wie war ich? Also, ich fand's großartig. Hast du das mal professionell gemacht? Hältst du mich für eine Stripperin? Willst du eine ehrliche Antwort? Hey! Du warst grandios. Also, die Männer sind jedenfalls total auf ihre Kosten gekommen. Ja, optisch war das schon echt in Ordnung, aber ich meine, tänzerisch kannst du noch ein bisschen dran arbeiten. War ja klar, dass du wieder was zu meckern hast. Daniel! Wie fandest du es denn? Du warst großartig. Ich wollte ganz früher mal Tänzerin werden. Ach, wirklich? Ja. Weißt du, wo Helena ist? Glaube ich jetzt nicht. One time for the records and the hits. Two for your money, make a shake for me. Three times for the lucky and the dead. One time for the sorry and the safe. Two for the beggar and his company. Three times for the sinner and the saint. Yeah, bow down on your wicked and the vain. Bow to the rock with the hymn and the three times and the
brought so much misery. I will not break the way you did. You felt so